Willkommen bei Besum, dem Podcast, in dem die Sterne, die Wissenschaft und die Menschlichkeit aufeinandertreffen. Hier im Lavatar Lab nimmt dich deine Gastgeberin Miss B mit auf eine Reise durch die kosmischen Geheimnisse der Astrologie, die tiefen Erkenntnisse der Wissenschaft und die wunderbaren Verbindungen, die uns als Menschen verbinden. Bereit, deinen Geist summen zu lassen? Dann schnall dich an und starte mit uns in eine neue Episode von Besum. Hallo, herzlich willkommen bei Besum und unserer ersten Episode über Astrologie. Ich sitze hier mit der lieben Drasissa. Hallo. Hallo. Und ich bin Miss B. Und wir reden heute ein bisschen über die Astrologie. Und diese Folge ist absolut für jeden, der Anfänger in der Astrologie ist und der damit nichts anfangen kann und auch vielleicht ein bisschen skeptisch ist. Ja, auf jeden Fall. No? Ja, was bist du für ein Sternzeichen? Ich bin Skorpion. Lala. Hast du dich schon ein bisschen auseinandergesetzt mit dem Skorpion? Ja, auf jeden Fall. Das ist sehr schön. Ich finde, es ist schon ein interessantes Thema. Die Astrologie? Ja. Ja, du hast dich am meisten auf dieses Thema jetzt gefreut, ne? Ja. Von den ganzen Themen, die kommen werden, glaube ich. Ja, weil ich da auch so mehr mit zu tun habe, würde ich jetzt sagen. Ja? Ja, da habe ich jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen nachgeschaut. Bei den anderen Okay, Themen also noch gar nicht. bist du gar nicht mehr so ein Anfänger. Was hören wir jetzt? Ja, das hören wir jetzt. Mal gucken, was du sagst. Natürlich immer bei jeder Episode seid ihr alle oder du, wenn du jetzt gerade guckst, absolut eingeladen in den Kommentaren deine Meinung oder was du zu sagen hast, worauf du Lust hast. Lass einen Kommentar da, verbinde dich mit anderen Menschen, hab Spaß. Wir wollen natürlich immer nette Kommentare, aber hey, leb dich aus, Schatz. Gib alles. Okay. Was waren deine ersten Berührungspunkte mit der Astrologie? Ja, natürlich angefangen im Kindergarten, wenn man so Echt jetzt? Im Kindergarten schon? Ja, klar. Also wir hatten immer so eine Wand, wo das Geburtsdatum mit dem Sternzeichen jeweils war. Boah, krass. Ja. Nee, ich habe mich, glaube ich, gar nicht so mit meinem Sternzeichen. Das hat mich halt schon so, also was heißt, ich habe mich damit auseinandergesetzt, hat mich halt schon interessiert, was ich bin, ne? Ja? Ja. Krass, hatte ich gar nicht. Ich hatte als ich damals meine Ausbildung gemacht habe, hatte ich einen Vorfall. Und der hat mich dann zu der Astrologie gebracht, tatsächlich. Okay. Ich habe nebenbei gekellnert in der Ausbildung. Und da hatte ich ein älteres Pärchen, die immer Tennis spielen gegangen sind, da sitzen. Und ich war ein bisschen genervt auch an dem Tag und bin dann halt zu dem Tisch gegangen und die Frau sagte zu mir, sag mal, bist du ein Widder? Und ich war, woher weiß sie das? Oh mein Gott, ja, woher weißt du das? Und dann hat sie so gesagt, ja, du strahlst es einfach komplett aus. Krass. Ja, und dann war ich auch so, wie? Und wie kann sie das erkennen? So auf den ersten Blick. Und das will ich auch. Und was bedeutet das überhaupt? Und dann hatte sie halt gesagt, ja, du bist halt das und das, was halt zu dem Widder gehört. Und dann war ich so, ja, aber ich bin noch viel mehr und vieles auch nicht. Ja. Und dann hatte sie mir halt gesagt, ja, du bist halt nicht nur dein Sonnensternzeichen, ne? Ja. Wenn du geboren wurdest, das ist ja das Zeichen, was wir alle eigentlich kennen, so, ne? Das ist ja bei dir der Skorpion, sondern du hast ja auch noch ein Mondzeichen und einen Aszendenten und dann noch die ganzen anderen Sonnenplaneten, die Planeten unseres Sonnensystems, ne? Also die Astrologie. Ja. Die westliche Astrologie bezieht sich auf unser Sonnensystem und den Sternbildern und die sind auf dich eingeprasselt, als du geboren wurdest. Und all das zusammen, und jeder ist da individuell und anders, all das zusammen schlüsselt so ein bisschen dich auf. Und das fand ich super interessant und so bin ich dazu gekommen tatsächlich. Ja, krass. Nee, also und bei so, dir war also schon so, im Kindergarten. ja, aber das war ja nur, dann wusste ich halt, okay, ich bin ein Skorpion. Aber so richtig damit beschäftigt habe ich mich dann mit dir. Ja. Als wir uns dann kennengelernt haben, würde schon sagen. Habe ich ja relativ schnell dich in die Suchmaschine eingegeben. Und dann haben wir ja auch rausgekriegt, dass wir denselben Aszendenten haben. Aber meinen Aszendenten wusste ich ja sogar schon. Echt? Ja, den wusste ich schon, weil eine Freundin von meiner Mutter ist da auch irgendwie voll into it. Und die hat dann
meiner Mutter, also das mit meiner Mutter Mhm. zusammen gemacht und dann kam damals schon raus, dass Das ist mein voll cool. Aszendent Löwe ist. Ja. 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 Und dann haben wir noch eine Freundin, die tatsächlich auch noch Aszendent Löwe ist, Ja. ne? Ich suche mir die ganzen Löwen, aber nur die Ja. Aszendent-Löwen. So suche ich mal in meinem Ja, Freundeskreis es ist alle ja auch raus. nur mal was anderes, wenn du ein Aszendent-Löwe bist oder im Sonnensternzeichen Ja. Löwe, ne? Also unser Chart-Ruler, sagt man ja, ist die Sonne. Also unser ganzes Leben wird bestimmt von der Sonne. Tatsache. Aber wir wollen jetzt mal ein bisschen bei den Anfängersachen bleiben, Ja. damit nicht jeder, der jetzt hier zuguckt und das Denkst, alles boah, für was- Schwachsinn hält. Was sind das für abgespaced? Ja, was reden Ich die mach da wieder überhaupt? aus. Was für Aszendent? Was labern die da? Ja, Junge. Wollen wir ein bisschen Wir chillen ein Piano bisschen. machen, Piano. Was ist dein Sternzeichen? Habe ich dich ja gerade schon gefragt. Wie sehr fühlst du dich mit deinen typischen Eigenschaften des Skorpions identifiziert? Doch, Oder, voll. ja? Ja, also wenn ich mich mit den anderen Sternzeichen vergleichen würde, würde ich schon sagen, dass der Skorpion so am ehesten auf mich zutrifft. Voll. Also von deinem Ego her bist du schon sehr Skorpion, ne? Ja. Du hast auch, wenn Ich wir mag jetzt den mal, Skorpion, wenn wir der ist jetzt cool. mal auf Harry Potter gehen dürfen, Ja. ne, du siehst dich ja, oder du bist jetzt sehr sicher, dass du ins Haus Slytherin gehörst, ne? Safe. Und das sagt man ja auch Safe. immer so, ne, dass der Skorpion sich sehr wohl bei Slytherin fühlt. Ja, Ja, doch voll. Also doch, ich sehe mich schon sehr als Skorpion. Ich identifiziere mich schon sehr mit dem. ja. Ich finde auch, dass du ein sehr loyaler Mensch bist. Und was viele ja sagen, dass Skorpione mysteriös sind. Mysterisch. Mysterisch. Mysterisch und Hysterisch. hysterisch. Ich finde euch gar nicht so mysteriös, bin ich ehrlich. Ich glaube, dass ihr gerne beobachtet und Ja. gerne zurücksetzt, aber sobald ihr jemanden mögt und derjenige auch nachfragt, was geht denn bei dir? Erzähl doch mal, wer Es kommt bist auf die du denn? Person an. Es kommt auf die Ne, Person du, an. hab ich ja öffne gerade mich gesagt, du musst nicht, sie mögen. Ja. Ne? Aber dann öffnet ihr euch Ja, auch voll, und dann doch. seid ihr auch gar nicht mehr so mysteriös, weil dann, Nur für den Anfang. und nur für für Leute, den die ihr nicht bei euch haben wollt. Ne? Genau. Ihr seid sehr intuitiv und irgendwie fällt mir das ganz oft auf, dass ihr genau wisst, ob die Person jetzt, die vor euch steht, irgendwie gute Absichten hat oder Ja. eher nicht. Bauchgefühl. Ne? Voll. Voll. Aber bist du auch so emotional? Also hast du Emotionen, bist du schnell am Weinen? Nee, ne? Weiß Bist du nicht. nah am Wasser gebaut? Obwohl, kennst du diese TikToks? Ja, ich kenn diese TikToks. Diese TikToks. Ja. Doch, also, keine Ahnung, wenn sich auch welche voll freuen dann bei diesen TikToks, dann freut man sich so automatisch mit denen. Dann Ja, da schon mal so also ein du bist Tränchen, sehr doch. empathisch, ne? Doch. Fühlst Also mit. ich fühle da schon. Es ist nicht bei allem so, aber so Sachen oder zum Beispiel, Hast du das auch bei Filmen? ja, Ich auch. ja. bin Ich da kann auch zum so- Beispiel König der Löwen, Oh mein Gott. ich muss überspringen. Ich kann mir das Du nicht kannst dir angucken. Mufasas Tod nicht angucken. Ich kann mir das nicht angucken. Nee, Ich kann hasse ich auch das. nicht. Ich auch. Da muss ich überspringen. Ja. Oder hier dieser Film oben mit Oh. ja, Oh, ja, das So ist doch Sachen. auch so ein schöner Film. so Sachen. Ich weiß ganz genau, warum du jetzt darüber geguckt hast. Warum? Wegen der Harry Potter Geschichte. Hä? Als sie zum ersten Mal Harry Potter geguckt hat, dass sie da Was nicht hat das- rein musste. Ach so. Ich dachte, deswegen Ich hast du dachte, gerade nee. drüber geguckt. Nee, Wegen- ja, unsere Produktion hinter der Kamera ist ein bisschen gefühlskälter, sag ich mal. Ist halt ein absolutes Erdzeichen, also in allen Wie drei. kann man mal Dumbledores Tod nicht weinen? Shame on. Okay. Ja, generell, wir gucken gerade Attack on Titan. Mhm. Und wenn da jemand stirbt, aber der ist jetzt nicht wirklich tot, ne? Achso, ja, okay. Also so ist sie. Der ist jetzt, der kommt wieder. Und ich will jetzt Ah. nichts spoilern. Also, ich habe heute schon darüber nachgedacht, was da kommt wegen Bruno Mars und mit diesem Song mit Lady Gaga. Das hat er doch wegen Attack on Titan gemacht, ne? Ah, Und da hat, nee, gestern. ja, man spekuliert. Ja, aber trotzdem, der hat das gemacht, weil er dann auf jeden Fall, bei Dumbledore, da war ich so- Hört mal alle nicht hin. Die labert Emil, die hat das Ende noch gar nicht gesehen. Aber ist egal. Ja. Bei Dumbledore war ich so, ja, der ist gar nicht tot und nachdem ich das begriffen habe, war der Moment schon vorbei. Ah, okay. Also meine Gedanken waren schon
anderen Sachen und ich musste gar nicht mehr trauern. Oh nee, das ist... Nee, Das mich haben packt wir das nicht, direkt. ne? Wir sind Also, schon emotionale mich Menschen, packt, ja. mich packt das direkt. Ja, Also ich muss aber auch voll im Film drin sein, ne? Oder in der Serie oder Ja. so. Also wenn mich die Serie nicht so packt, es gibt ja so Serien, also eine Serie muss mich von Packen. Anfang an packen. Ja, voll. Ich gebe dir 5 Minuten, wenn der ja, bis dahin wenn du nichts gepackt langweilig hat, dann mach bist, ich bist aus. du, ja, voll. Und ja. Ich hoffe mal, dass dieser Podcast dich gepackt hat und du Ja. immer noch hier sitzt und dir das anhörst und Bock hast mitzureden oder zuzuhören. Glaubst du, Astrologie ist mehr Wissenschaft oder eine Art spiritueller Leitfaden? Boah. Das könnte eigentlich beides sein, aber ich würde sagen, es ist... Nee, ich glaube, es ist beides. Beides. Ja, es ist nicht nur... Nicht nur eine Sache. Mhm. Also glaubst du, das ist irgendwie irgendwas mit Spirituelles? Ja, auf jeden Fall. Auch. Ja. Okay. Aber auch schon so wissenschaftlich. Mhm. Ja, doch. Ich finde, das ist so ein... Ich finde Mischung. tatsächlich, also wir in unserem Lab, im Lavatar Lab, wir sind der festen Überzeugung, das ist eine Wissenschaft. Und der sollte man vielleicht ein bisschen mehr Gehör geben und Ja, safe. auch nicht direkt Zumachen. nicht nur zumachen, bitte? Abgeneigt sein oder auch sagen, das ist Bullshit, nur weil man in der Bravo früher das Horoskop gelesen hat, was jeder wahrscheinlich sogar falsch gelesen hat, weil man Aber es ich sag nicht ehrlich, daran glaube ich ja gar nicht. an Horoskop. Horoskope, nee. Also wir wissen tatsächlich, dass wenn ein Astrologe ein Horoskop ausstellt, dann ist es schon sehr akkurat, aber man sollte es für seinen Aszendenten lesen. Liest du Horoskope? Wahrscheinlich nicht dann, ne? Also manchmal schon, aber ich nehme das jetzt nicht so für voll. Ja, die meisten. Weil das Problem ist, wenn ein Horoskop rauskommt, ne, es gibt ja nicht nur eine Zeitschrift, die eins rausbringt, sondern mehrere und da steht überall was anderes drin. Ja. Ja, und das ist dann so ein bisschen Ja. unglaubwürdig. Ja. Ist es auch. Weil Ja. die meisten nämlich keine Ahnung haben, was sie dann reden. Wie wichtig ist die Astrologie für deinen Alltag? Planst du Dinge basierend auf astrologische Vorhersagen? Nee, Gar nicht, ne? gar nicht. Mhm. Wie läuft das so? Bisher ganz gut. Ja. Ja, ja. Da Nee, will aber, ich gar nichts bewerten. Das sollte nee, jeder aber für das sich mach ich finden. nicht. Gibt es ein bestimmtes astrologisches Ereignis, das dein Leben positiv oder negativ beeinflusst Ein hat? astrologisches Ereignis. Mhm. Wie meinst du das? Keine Ahnung, eine Sonnenfinsternis zum Beispiel. Ach so. Oh, ich wollte immer mal eine sehen. Ich verpasse diese Ereignisse tatsächlich einfach immer. Ich stelle mir sogar voll oft so extra einen Wecker. Zum Echt? Beispiel, ja, zum Beispiel, wenn da so kommt, so Meteorschauer. Ja. Ja. Ich habe es einmal gemacht. Mhm. Da haben wir uns in den Garten gelegt und die ganze Zeit Ja. Sternschnuppen und sowas beobachtet. Das war geil. Echt? Ja. Ach, wie schön. Aber so das Sonnenfinsternis. zum Beispiel ist ja ein Erlebnis, Ja, das doch. dich positiv beeinflusst hat. Ja, das war. Da Ich habe guckst du sogar ja einen mit schon- einem Schweif gesehen, so richtig. Oh, Ja. hast du dir was gewünscht? Nee, weil ich es direkt sagen wollte. Die haben nicht geguckt, gerade mir hat's keine Sau geglaubt. Ja, aber das musst du doch für dich machen. Ja, aber wir lagen doch alle da auf der Wiese und haben alle hochgeguckt. Aber Die haben das nicht gesehen. Nee, die haben's nicht Und so. deswegen hast du dir dann nichts gewünscht, weil andere das doch, nicht vielleicht gesehen habe ich mir haben. was gewünscht, keine Ahnung. Ja, Nee, aber das war schon schön. Also, ja, glaube aber ich. so Sonnenfinsternis und sowas, alles, das verpasse ich immer. Ja, Hm. ich auch. Willkommen im Club. Ja. Denkst du, Astrologie kann bei der Partnerwahl helfen? Ja. Also auf Wagen Mhm. würde ich verzichten. Echt? Als Skorpion würdest du auf eine Waage verzichten? Voll. Warum? Keine Mhm. guten Erfahrungen gemacht. Hm. Nee, Wagen, Passt also, einfach nicht so, ne? nee, Der Wagen eine sind ist für ein mich einfach, Kopfmensch und der andere ist ein Gefühlsmensch, ne? Wagen sind für mich einfach Ist nicht deins. Tonne auf, Waage rein, Tonne zu. Bist du Entschuldigung. wenn du jetzt ein Waage bist, fühl dich bitte nicht angesprochen. Vielleicht kannst du mich ja vom Gegenteil überzeugen. Genau, so sieht's aus. Glaubst du, es gibt wirklich problematische? Und warte, Wassermänner, die würde ich auch, also ich glaube, das wäre also so Luftzeichen sind nicht so deins. Nee, ich Zwilling glaub, auch nicht? Ich glaube, es wäre Mord und Totschlag. Ah ja? Wirklich, ja. Sind das alles Luftzeichen? Wassermann und Waage und, Und so? Zwilling. Ja, dann würde ich da safe Die- drauf die verzichten. Luftzeichen ja, sind dann nicht sind die deins. Luftzeichen. Ja, das kann gut sein. Bei Feuerzeichen liebst du ja, ne? Ja. Also, ja, Ja. gut, gehen wir nicht weiter drauf ein.
Du sprichst ja aus einer Sicht eines Skorpions. Ja, die Luftzeichen einfach. Sind einfach problematisch für dich. Ja. Schwierig. Da eine intakte Beziehung, ob freundschaftlich oder in einer Beziehung zu führen. Beides. Hm. Ich denke, ich glaube, das funktioniert nicht so gut. Also auf jeden Fall bei mir nicht. Ja. Hast du schon mal jemanden basierend auf seinen Sternzeichen gemieden? Oder bevorzugt? Ja, bevorzugt auf jeden Fall, sobald Echt es ein jetzt? Skorpion war. Nein! Echt? Ja. Aber ich Direkt fühle mich... sympathisch. Ja, voll. Direkt sympathisch. Was ist auch ist so, ne? Skorpion? Du bist Ja. vom selben Planeten, fühle ich. Es gibt doch gerade, kennst du Love is Blind auf Netflix? Mhm. Das ist ja jetzt gerade die deutsche. Ja, hast du das geguckt? Ich habe es nicht geguckt, aber mir hat eine Freundin erzählt, dass da eine ist, Mhm. die wirklich jedes Mal in jeder Kapsel, bei jedem Kapseldate erstmal nach dem Sternzeichen fragt. Ach, geil. Ja. Wäre ich das, also tatsächlich würde ich das nicht machen. Nee? Das wäre mir jetzt nicht so wichtig. Aber wenn ich das nicht würde fragen, was bist du denn, dann sagt Skorpion, würde ich sagen, ja, okay, wo ist der Ring? Echt? Ja, ich glaube schon. Geil. Aber so just for fun, also so als Joke. Also ich frage schon Schon. auch nach Sternzeichen. Ja. Also- Aber für mich ist das nicht, dass ich beurteile, ob wir zusammenpassen wegen unseren Sternzeichen, sondern Ja. um eine Einschätzung zu bekommen, wer du als Mensch bist. Aber ich sag halt, also, finde ich direkt sympathisch. Widder mittlerweile halt natürlich auch. Natürlich. Ja. Und Und Löwe. Widder, Löwe, Skorpion. Schütze? Ja. Obwohl doch schon, eigentlich habe ich, nein, aber ich habe wirklich, ist nicht nur Max, ich habe voll viele Freunde, die alle Die Schütze Schütze sind. Voll viele, Ja. mit denen ich mich aber richtig gut verstehe. Ja, Also, ja. ich weiß nicht, was denn hier Schütze, Widder? Ist Feuer. Alles Feuer. Alles Feuer. Also, Feuer auf die 1 mit Wasser. Und ja, tut mir leid, Luft, aber Wie ist das? Wie stehst du zu deinen anderen Wasserzeichen? Fische und Krebs? Kennst ich du Fisch? kenne keinen Krebs, glaube ich. Kennst keinen Krebs? Ich glaube, ich kenne keinen Krebs. Okay. Welche Monat? Krebsmonat? Juni, Juli. Schwierig. Bitte? Erde Erde. wurde vergessen. Stier und sowas, ne? Stier, Virgo, Jungfrau. Doch, und die sind doch. Steinbock. Ah, nee. Die kommen auch auf. Doch, ich liebe Steinböcke, Jungfrauen. Stier ist auch cool. Ja, Ja, doch, die finde ich, also doch, mag ich sehr Ja. gerne. ich auch. Voll gerne. Ja, Ich habe, glaube ich, also nur mit Luft. ein Problem. Wir machen jetzt weiter. Wie stehst du zu Menschen, die Astrologie als Aberglauben oder Pseudowissenschaft bezeichnen? Ja, ist mir egal. Also Ne? kann ja jeder denken, was er Ja. möchte. So. Ja, voll. Also ich beurteile auch niemanden, der das. Soll ich dir mal ehrlich sagen, was ich mir denke? Du hast dich einfach nicht damit befasst. Ja. Oder Das ist ja, oder ist vielleicht mein- hat er sich sogar damit befasst, die Person. Ja. Aber es ist mir halt egal. So. Also ich habe ja vor, ich weiß nicht wie viele Jahren ich überhaupt mit der Astrologie angefangen habe, da in der Ausbildung, als die Dame mich drauf hingewiesen hatte. Und dann war das ja mein Partytrick, ne? Also da habe ich ja immer die Leute gefragt, ja, was bist du denn für ein Sternzeichen? Ich sag, ja, aber ich glaube eh nicht daran. Ach so, okay, wer bist du denn? Was bist du denn? Das und das. Und dann habe ich da ja mal mein Wissen ausgepackt und dann war immer so, ach wirklich? Ach, krass. Krass, ja, das passt doch schon, ne? Und das habe ich ganz oft und voll gerne bei Männern gemacht. Bei Männern und gerade auch die Luftzeichen sind ja übelst kritisch Mhm. und auch der Wassermann und und die Oh, Zwillinge, das stimmt halt auch voll. die sind ja gerne, suchen die sich selber ihre Informationen und sobald sie das dann rausgefunden haben, dann stimmt es. Dann Boah, ist es echt. Ich und dann schwöre ist es dir, richtig. das passt so krass. Ach, krass, passt es? Das passt. Das ist ja auch alles, man sollte auch immer alles mit Skepsis entgegentreten. Ja, voll, aber, aber ich finde, man sollte niemanden danach beurteilen dann. Weißt du, wie ich meine? Meinst du jetzt, wie meinst du das mit nicht beurteilen? Ja, wenn jemand da voll dran glaubt zum Beispiel und dann Mhm. die sagen, die ist ja voll bescheuert. Ja, gut, das ist dann deren Also aber im Meinung, Endeffekt, ja, ne? ganz ehrlich, aber im Endeffekt, sobald einem alles egal ist, ist sowieso Ja, alles da besser. lebst du sowieso viel Ja. freier. Ist ja egal, was du machst ja nie alles richtig. Irgendjemand Das ja- fuckt sich eh immer über Also dich ab. grundsätzlich sollte man einfach für sich selbst leben Ja, und nicht für andere, ne? Ja. Und wenn du selber voll die Astrologie feierst, Ja. dann feier sie. Und da gibt's auch ganz, ganz viele Menschen da draußen, die auch feiern. Eben. Und finde einfach deine Leute. Warum Hm. glaubst du, dass Astrologie trotz Kritik einen sehr hohen Stellenwert in der Popkultur hat?
wir haben ja in den letzten Jahren gesehen, dass die Astrologie war ja am Boom. Da war ja überall, du hast überall die Astrologie gefunden, gesehen, konntest kaufen. Ich glaube, wenn man sich damit so verbunden fühlt, dann, weißt du, man kann sich dann da so anknüpfen. Ja. Und weil einfach, ich glaube auch mehr Leute irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das dazu gekommen ist, aber irgendwie haben sich da mehr Leute mit auseinandergesetzt. Ja, ich glaube generell Social Media, das ist ja in den letzten Ja, Jahren voll geboomt mit ja, TikTok, Instagram und so. Ich habe über YouTube tatsächlich. Ja, siehst du? Ne? Ja. Glaubst du, dass Algorithmen wie bei Dating-Apps irgendwann Astrologie als Ja. Matching-Tool einsetzen Safe. werden? Safe. Ja, Meinst du echt? Ich glaube sogar, das machen die jetzt schon. ja. Und das gibt es tatsächlich auch von Too Hot to Handle. Ja. Kennst du Ja, das? Ja. Und da musst du, ich glaube, bei den neuesten Folgen sogar dein Sternzeichen musst du echt? da angeben. Ja, ja. Das ist so cool. Ja. Weil du konntest das ja auch mal bei den Sims. Konntest du auch irgendwann. Echt? Ja. Geil. Ja. Boah, ich liebe ja Simulationsspiele, ne? Ja, Finde ich voll. richtig geil. Ja. Wenn du ein anderes Sternzeichen wählen könntest, welches wäre es? 1. Ein anderes. Löwe. Ja? Ja, safe. Was für eine Frage, hä? Ich war Skorpion. Das ist ein Sternzeichen, das dich immer wieder überrascht. Positiv oder negativ? Hm. Ist schon schwer, einen Skorpion zu überraschen, oder? Ja, eigentlich schon. Ja. Ich überlege gerade. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Und was hältst du von Memes oder Witzen über Sternzeichen? Findest du, sie passen auch? Ja, Ja, voll, ne? voll. Reposte ich auch gerne mal. Ja, voll. Hast du mir erst letztens noch geschickt. Ja. Fand ich, boah, das hat aber so krass gepasst, Ja, oder? voll. Das hat unnormal Ich hab's gepasst. ja auch dann direkt gepostet. Das war's Ich find's einfach, auch du. super. Ja, ich lieb's. Glaubst du, dass unser Geburtszeitpunkt wirklich unsere Persönlichkeit beeinflusst? Oder dass es eher Zufall ist? Naja, aber der Geburtszeitpunkt, der entscheidet ja schon auch den Aszendenten, ne? Alles. Ja, und ich finde halt, man merkt schon, ich habe super viele Freunde, die denselben Aszendenten haben. Mhm. Und ich habe auch eine Freundin, die komplett, also die Sternzeichen und Aszendenten genauso hat wie ich. Ja. Und man ist sich schon sehr ähnlich. Ja? Voll, Ja. voll. Also ich finde, man merkt das schon. Ja. Ja, ich tatsächlich glaube ja auch nicht an Zufälle. Genau. Von daher, was sagst du zu komplexeren astrologischen Konzepten wie Mondzeichen, Aszendenten und Häuser? Sind die genauso wichtig wie das Sonnensternzeichen? Hm. Also jetzt zum Beispiel der Löwe, wir haben Ja, ja jetzt ja. schon gesprochen, dass du ein Ob Löwe-Aszendent genauso bist. wichtig, weiß ich Ja. nicht, aber schon. Ist schon wichtig. Ja, ich finde, das sagt schon viel aus. Hm. Ja, also man sagt ja, dass das Sonnensternzeichen so unser Ego ist, ne, Mhm. was wir im Leben wollen. Das Mondsternzeichen ist so, was wir brauchen, Ich unsere glaube, das war bei innere mir auch Welt. Skorpion. Ja, Ja. ich weiß es Ich meine, gerade hatten wir ehrlich gesagt letztens nicht mehr. geguckt und ich meine, das war auch Ja, Skorpion. kann sein. Also, dass das so unsere innere Welt ist, was wir brauchen, Mhm. gefühlstechnisch auch alles. Und der Aszendent ist dann tatsächlich, wie wir uns der Welt präsentieren und wie wir die Welt sehen. Wie siehst du die Rolle von Astrologie in der modernen Welt? Lassen wir es dabei. Wie siehst du sie denn? In der modernen Welt, die Zukunft für die Ich denke Astrologie? schon, dass es wird eine wichtige Rolle Ja? einnehmen. Ja, es wird ja immer mehr gepusht. Ja, Sieht man voll. ja. Ja. Es wird ja immer mehr. Ja. Schon. Glaubst du, diese Kritiker, die kriegen wir auch noch dazu? Bestimmt. Nicht alle, aber bestimmt ein paar. Einige, ne? Ja. Ich muss auch sagen, oft werden ja auch Zwillinge gerne mal gesagt, dass das ein scheiß Sternzeichen ist. Das ist Und der damit Mensch muss mit den er ja zwei dann Gesichtern. Ja, ey, das sind ja nicht nur 2, sind 1000. Ja. Also, das ist ja, der Zwilling ist ja sehr persönlichkeitsreich. Mhm. Also, Ja, entweder Ist- man hat Bock drauf oder halt nicht. ja. Und ich finde, wir sollten das auch niemanden aufzwingen. Also, Nö. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Genau. ist mir eigentlich egal. nö. Also, Glaubst du, Astrologie könnte in Zukunft als ernsthafter Leitfaden für Karriere, Beziehung oder persönliche Entwicklung anerkannt werden? oh, Das war unsere weiß ich letzte nicht. letzte Frage. Und die letzte Folge. Und die letzte Folge. Ich glaube, das ist einfach personenbedingt. Ne? Ja.
Ich glaube, ich persönlich würde jetzt für mich nicht den Weg gehen, Ja. also nach meinem Sternzeichen mein Leben zu richten, auf keinen Fall. Aber ich lese mir schon gerne durch, ich finde es interessant. Ja, ja. Also ich glaube auch, dass man seine Persönlichkeit absolut entwickeln kann dadurch. Ja. Und also ich habe immer das gern so erklärt, dass zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal das Sonnensternzeichen, dein Ego, Skorpion. So, dann hast du da so einen Pool Mhm. voll mit Eigenschaften. Und da sind gute und auch schlechte Eigenschaften Ja, drin. klar. Und du entscheidest letztendlich, welche Eigenschaft du wählst. Ne? Ob du jetzt Loyalität ist ja was Gutes und Ehrlichkeit, dafür steht der Skorpion. Oder du wählst natürlich dieses Rachsüchtige. Das hat ja Ja. auch ein Skorpion. Musst du aber nicht. Ja, Du entscheidest das, ja, ne? klar. Und da, glaube ich, sind viele, die dann sagen so, ja, stimmt aber auch nicht. Da gibt's auch so ein Zitat von Sirius Black. Aber das fällt mir gerade nicht ein. Snape, Severus Severus Snape, Dumbledore. Okay, Hanna. Er hat gesagt, wir haben Kannst beide, du dass wir beides in uns haben. Das Helle und das Das Dunkle. Dunkle. Und es ist nur das entscheidend, was du am Ende wählst. wählst. Und das, finde ich, So ist mäßig. ein richtig Und schönes das ist das, Ende. und das ist das, was du wirklich bist. Also wer du wirklich bist. Ob Genau. du das Dunkle oder das Helle. Genau, das ist Wählst. absolut deine Entscheidung. Ja. Das, finde ich, ist ein schöner Abschluss für diese Episode. Die nächste Episode handelt über chinesische Sternzeichen. Genau. Unser Terra-Drop bei Lavatar. Kannst du dir da schon was drunter vorstellen? Ich kenne mein chinesisches Sternzeichen. Behalt das Chinesisches Sternzeichen, Alter, was ist das für ein Zungenbrecher? Ja. Ja, aber so, Behalte es erstmal für dich. Das besprechen wir alles in Ja, der weiß ich nächsten nicht. Folge. Ja, auch da, das ist wieder für Anfänger gedacht. Und wir hoffen, du hattest Spaß beim Zuhören, Zuschauen, wie auch immer. Und also ich hatte auf jeden Fall Spaß. ja, danke, dass du da warst, Rassisa. Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Immer, weißt du doch. Und wir freuen uns schon auf die nächste Episode. Ja. Und kurz, da das ja auch die erste Episode war von BSOM, möchten wir natürlich auch noch sagen, dass es 5 Episoden geben wird zu den Themen, die auch auf Lavatar zu finden sind. Da dürft ihr euch auch immer gern exploren und was bestellen. natürlich auch bestellen. Das ist jedem überlassen. Und Nein. wir haben auch einen kleinen Mini-Manga bei uns auf der Seite. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr diesen anguckt, wo Miss B und Rassisa bald zu finden sind. Geil. Und dann würde ich sagen, habt noch einen wunderschönen Tag, Nacht, schlaft gut, wie auch immer, wann auch immer ihr Oder das guten guckt. Morgen. Oder einen guten Morgen, ja. Und Kuss mit Schluss, Schluss mit Kuss. Ja, auf Wiedersehen. Kuss. Tschüss, bye. Bye bye. Das war es für diese Episode von BSOM. Vielen Dank, dass du mit uns gereist bist durch die Sterne, die Erkenntnisse und die Geschichten, die uns verbinden. Vergiss nicht, jeder von uns ist ein kleiner Teil eines großen, wundervollen Universums. Bis zum nächsten Mal, bleib neugierig, bleib menschlich und lass deine Gedanken summen.